Herzlich willkommen im neuen Jahr. Heute habe ich wieder einen sehr interessanten Midcap-Wert dabei und ich denke mal, viele haben den nicht auf dem Zettel. Also bleibt dran und seid gespannt. Ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Also, lasst uns loslegen. Das Unternehmen, von dem ich heute berichte, ist im Bereich der KI tätig, beziehungsweise der Softwareentwicklung. Es befindet sich in Indien und ist ein Mid-Cap-Unternehmen mit etwa 6,5 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Dabei entwickelt es digitale Strategien für die digitale Transformation. Es entwickelt ebenso Softwareprodukte für diverse verschiedene Branchen. Außerdem ist das Unternehmen im Bereich der Verbesserung der Software für kundenspezifische Lösungen aktiv. Es stellt außerdem Cloud-Lösungen für diverse Anwendungsfälle bereit. Bei all diesen Prozessen wird in diesem Unternehmen KI zur Verbesserung der Kundenwünsche bzw. zur Effizienzsteigerung verwendet bzw. direkt implementiert und eingeführt. Außerdem unterstützt dieses Unternehmen andere Unternehmen bei der Datenverwaltung, Analytik und Erhebung, wobei das Unternehmen spezialisiert ist bei der Entwicklung von KI-Systemen und maschinelles Learning in diesen diversen Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Schwerpunkt vom Offshore-Softwareentwicklungsdiensten auf plattformbasierte Dienste umgeändert und ist damit einer der wenigen Player, der diesen Schritt in Indien vollzogen hat, was dieses Unternehmen besonders dadurch auszeichnet und wodurch dieses Unternehmen auch eine spezielle Marktposition im Kampf um KI und die Wettbewerbsfähigkeit findet. Des Weiteren orientiert sich dieses Unternehmen ganz stark im IoT-Bereich, also im Internet of Things, und ist in diesem Bereich durch diverse KI-Anwendungen auch vertreten. Man kann erkennen, im Grunde genommen zieht sich ein Thema durch das gesamte Unternehmen, was KI ist. Aktuell zumindest. Und nachdem ich bereits gesagt habe, das ist der übergeordnete Trend, an dem ich meine Portfolioentwicklung in den nächsten Monaten bzw. Jahren orientieren werde, passt dieses Unternehmen sehr gut in mein Portfolio. Nun lasst uns einen Abschneider in die Zahlen bzw. in das Unternehmen selbst machen, um entscheiden zu können, ob das Unternehmen eine reine Eintagsfliege ist oder eventuell nachhaltig wachsen und sich etablieren wird. Wie man wahrscheinlich relativ schnell unschwer erkennen kann, ist das Unternehmen in den letzten Jahren bereits relativ gut gelaufen, wobei meiner Meinung nach das erst der Anfang ist. Berechnet man zu Beginn das Fair Value dieses Unternehmens mit der Discounted Cashflow Methode, erkennt man aber leider, dass dieses Unternehmen bereits sehr stark überbewertet, zumindest auf Grundlage dieser Erkenntnis ist. Die Frage ist das gerechtfertigt? Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von weit über 50 ist das Unternehmen gerade sicher nicht günstig. Aber mit den enormen Wachstumsraten, dass das Unternehmen aufweist, durchaus gerechtfertigt, zumindest meiner Meinung nach. Man kann auch erkennen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis im kommenden Jahr etwas niedriger ausfallen wird, was eine positive Entwicklung zeigt. Dasselbe stellt man fest, wenn man sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis anschaut, das aktuell nahe bei 6 liegt, aber im kommenden Jahr bereits auf 5 fallen sollte. Das zeigt, dass das Unternehmen eine gute Richtung einschlägt. Wenn ich das Kurs-Gewinn-Verhältnis in der Peer-Gruppe vergleiche, erkennt man dennoch, dass dieses Unternehmen eher teuer ist. Auch wenn ich das Kurs-Gewinn-Verhältnis gegenüber dem fairen Kurs-Gewinn-Verhältnis betrachte, sieht man, dass das Unternehmen eher teuer ist. Die große Frage bzw. die Erkenntnis, die sich dadurch gewinnen lässt, ist aktuell ein interessanter Einstiegspunkt oder ist das ein interessantes Unternehmen, wo man mit dem Einstieg noch etwas warten sollte. Kurz zum Gewinnwachstum. Man sieht sofort, das Gewinnwachstum mit 20% ist solide. Auf diesem Chart kann man ganz leicht erkennen, dass sowohl der Cashflow als auch die Earnings sowie der Umsatz
kontinuierlich in den letzten Jahren gewachsen ist und die Prognosen auch steil nach oben zeigen. Betrachtet man kurz das Wachstum der Firma, erkennt man sofort, dass mit über 20% die Firma wesentlich stärker wächst als der Markt oder die Industrie selber. Geht man zur Gründung der Firma, erkennt man, dass gerade in den letzten Jahren der Umsatz sich parabolisch zu entwickeln beginnt, was ein ausgezeichnetes Zeichen dafür ist, dass das Unternehmen sich im Markt gut etabliert hat. Im Durchschnitt sind die Gewinne von diesem Unternehmen in den letzten 5 Jahren um die 25% gestiegen. Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass gerade im letzten Jahr die Gewinnsteigerung mit 21% etwas darunter liegt. Sehen wir uns noch ganz kurz die Verbindlichkeiten an und man erkennt sofort, dass sowohl die kurzlaufenden Verbindlichkeiten als auch die langlaufenden Verbindlichkeiten deutlich unter den Assetswert liegt. Das ist auch ein positives Zeichen für dieses Unternehmen. Gerade bei kleinen Unternehmen oder Mid-Cap-Unternehmen zeigt das eine starke Positionierung des Unternehmens im Markt. Kurz zusammengefasst, das Unternehmen hat mehr Cash als Verbindlichkeiten. Und betrachtet man rein den Cashflow, sind besser gesagt die Schulden mit über 300% gut gedeckt. Und obwohl es sich um ein sehr junges Unternehmen handelt, sind die Dividenden seit 10 Jahren kontinuierlich am Steigen und stabil ausgezahlt worden. Zusammengefasst, das Unternehmen President System hat ausgezeichnete Marktpositionierung im Bereich der KI, welcher der Trend ist, der die nächsten Jahre meiner Meinung nach bestimmt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unglaubliche Wachstumschancen und hat sich in ihrem Segment sehr gut etabliert. Also, macht euch euer eigenes Bild über das Unternehmen. Ich freue mich über euer Feedback. Falls ihr das Video bis hierher begleitet habt, würde ich mich um ein Abo bzw. um die Glocke freuen. Ihr helft mir damit und ich kann weiter Mid-Cap, Small-Cap oder Large-Cap-Werte je nach Marktlage für euch raussuchen und vorstellen. Was ihr daraus macht, ist euch überlassen. Vielen Dank.